Herzlich willkommen zurück zu Zestiria. Mir geht langsam wieder besser, nur so als Info. Und wir werden uns gleich mal den Geschichtenerzähler der Zeit anhören. Oder der Geschichtenerzähler der Zeit, ja. The storyteller of time, huh? You knew about Maven too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. When I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earth in Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right? Ja, Sachen selber nochmal anzuschauen und zu prüfen, das macht definitiv mehr Sinn, als sich es einfach nur anzuhören. So, was hast du uns denn zu sagen? Es tut mir furchtbar leid, aber du wirst nicht glauben, wie teuer es ist, hier draußen Vorräte anzuhängen. Wir haben wirklich keine Wahl. Ja, das wollen wir jetzt aber, wenn man sich nicht alles anhört, den will ich aber nochmal. Es ist in Ordnung, wenn wir an anderen Orten nach neuen Geschäften suchen müssen, aber du hast bestimmt von den vielen Bestienangriffen auf den Straßen gehört. Wer soll für unsere Bewachung sorgen? Wir können da nicht alleine raus. Ja, das können wir nicht. So. Hier hinten hatten wir ja das Gespräch. Letzte Mal. Vielleicht auch diesen Fleck da auf der Dings. Mit Maven will ich noch nicht. Da. So, dann sprechen wir den hier mal an. Ah, und wie rund er war? Hä? Ah, und wie rund er war? Er war das Rundeste, das ich in meinen 2000 Jahren je gesehen habe. Zu rund, als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein Traum, ein runder Traum. Wie soll das Gehirn auf eine solche geometrische Perfektion reagieren? Ich musste meinen unwürdigen Blick abwenden. So komisch war seine Schönheit. Wer hätte gedacht, dass die Trisoide-Hülle solche Wunder birgt? Spherical perfection. You don't think it's Armadillon? He said it was in Trisold Cave. Let's head on over there. Na, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema runde Sachen. Armadillen. Geht's wieder los. Hatten wir schon vor ewigen Folgen mal, wo sie sich da unterhalten haben. Oh, rund. So, dich da wollen wir anquatschen. Horsa. Weißt du, mein Papa sagte, er hätte mal einen Iristein an einen Bewohner dieses Dorfs verkauft. Der Ort wurde jedoch vor ewigen Zeiten zerstört. Was wohl mit diesen Edelsteinen passiert ist? Jo, gute Frage. So, hören wir uns doch mal an, was du uns zu sagen hast. Sergei und seine Männer sind sehr wachsam. Das sollten sie lieber. Sergei und seine Leute sind nicht einfach nur ein paar schwertschwingende Gauner. Sie sind Hauptakteure der Politik des Reichs. Auch wenn sie die Hauptstadt bewachen. Wo wir gerade von ihnen sprechen, sie sollten gerade trainieren. Warum gehen wir nicht mal hin? Das ist durchaus eine Idee. Gibt's hier was Neues? Ja, noch nix. Wir brauchen einen Elefantenhellion. Dann gibt es nur eins. Das Safgott mal auf den Kopf stellen und lernen. Wäre schön, wenn wir die Iristeine kaufen könnten. Das würde uns das Leben erheblich erleichtern. Tja, wenn sie jemand verkauft, dann bestimmt in Pendrago. Wir könnten ein bisschen bummeln gehen. Was meinst du? Oh. Schon wieder zurück nach Pendrago. Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Ja, aber wir gehen mal nach Pendrago. Ich will jetzt noch ein paar Iristeine, bevor ich hier Maven anquatsche, will ich noch ein paar Iristeine erwerben. Wir sind voll. Das heißt, wir gehen nach Pendrago. Oh, ja, zum Glück habe ich ja ein bisschen Geld gemacht mal zwischendurch. Nicht das. Pendrago. Ich bin
Pendrago habe ich für die Region der Pendrago rum habe ich den Turtles doch gar nicht gefunden, meine ich. Ich muss mir den mal raussuchen, wo die sind alle. Weil ich die noch fehlen, mal suche. So. Prüfen. Ladebildschirm? Langer Ladebildschirm? Oh. Dann geht's hier gleich weiter. Ich glaube, dass Zott der Edelsteinhändler Iristeine verkauft. Er ist zur Westungsschlucht abgehauen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. A jeweler who handles iris gems, huh? Let's head for Western Bolt Gorge. Jetzt zur Westungsschlucht werden wir uns noch gleich aufmachen. Aber erstmal gehen wir jetzt hier noch ein bisschen noch mal kurz durch die Stadt und suchen mal Sergei. Und finden hier auch noch was Interessantes. Es heißt, Zott wäre nicht aus der Westungsschlucht zurückgekehrt. Ich finde es idiotisch, dass er nach Iristein gesucht hat. Wenn man sich unauffällig verhält, kann man mit ehrlicher, harter Arbeit genug Geld verdienen. Und das haben wir jetzt schon mitgekriegt gehabt, dass der da irgendwie sich vertan hat. Habe ich mich jetzt total verlaufen? Ja, ist verwirrend. Manchmal ist es verwirrend mit der Karte. Das müsst ihr zugeben. Ist absolut verwirrend manchmal. So. Die verschollenen Knochen sind die Assassinen, die wegen dieses Mordes an der Kardinalin gesucht werden. Kardinalin? Mit R oder mit A? Gute Frage. Oh. What is the Night Squad thinking? 10 people have been killed already, and they haven't a single clue. Please calm yourselves. We are doing our best to find the culprit. But that means nothing if you can't catch him! There's a murderer on the loose! I understand your concern, but please believe us. I swear on my honor to find the culprit. Huh! Rumor has it you have your eyes on a different kind of honor. Isn't that right, Captain? Starting to butt into politics more, aren't you? So that's what this is about! Of course, political power is more important to you than citizens' lives! No! I would never do such a thing! Everyone, the affair with Cardinal Fortin is still under investigation, and the Knights are short-handed as a consequence. These Knights are only human too. Please, don't judge them so harshly. Thank you so much for your kind words, Father Amathor. Humans are weak, and we must all acknowledge that. Evil lies in the people's hearts, especially those who allow themselves to fall to their own arrogance. Indeed. We are weak creatures, but that is all the more reason for me to work harder. As expected of Captain Sergei, salvation shall come your way when you are in need. I do apologize, but such is the situation. I must go join the search squad. I wonder, could Hellions be behind all these murders?
check it out. So, interessant. Sage ich mal. Mörder. Und links schon wieder unrechtmäßige Beschuldigung. Wir kümmern uns mal um die Morde hier. Ja, das sollten wir. Mörder jagen den Leuten eine Heidenangst ein. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich bin sicher, dass es unzählige Wirrgerichte gibt. Aber wir können trotzdem ein paar nützliche Hinweise bekommen, wenn wir uns ein wenig in der Stadt umhören. Ja. Schauen wir mal hier. Da ist doch wieder einer. Na, komm. Naja, wir wissen, dass die Diebstähle immer nachts passieren. Was ich nicht verstehe ist, wieso immer noch keinen einzigen Hinweis gefunden haben. Sounds like this Hellion is nocturnal. Let's wait until nightfall. Something just doesn't feel right. What is it? How should I know? It's just a gut feeling. Ja, dem würde ich mich anschließen, dem Gefühl. Deswegen werden wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ins Inn begeben und da mal schlafen. Damit wir mal wieder bei Nacht in Pendrago rumschleichen können. Ist hier irgendwas, was für uns gesprächstechnisch interessant sein könnte? Nee, gerade nicht. Das mit der Westungsschloss machen wir später. Jetzt suchen wir erstmal den Mörder in Pendrago weiter. Nachdem wir hier schon das Geheul mit dem besten Meister hatten. Entschuldigung. Nachdem wir ja schon das Geheul mit dem besten Meister hatten, gehen wir jetzt einem Mord auf die Spur. Hey, wir spielen hier Agatha Christie oder sowas, wa? So, Steak. Nee. Ich möchte jetzt aber bitte in der Nacht aufwachen. This gives me the creeps. It's like something's going to pop out. Did I scare you? No. I just have a bad feeling is all. Mit dem Gefühl würde ich mich glattweg so ein bisschen anschließen. Aber wir schauen es mal um. Hier stehen die Wachen. Die eine würde mit uns reden, aber wir wollen nicht mit der reden. Deswegen gehen wir mal kurz da oben. Ist nix. Nö. Können wir wieder zurückgehen. Ah, hier haben wir Kräuter. Kamille. Kamille. Entschuldigung. Kamille. Könnt ihr jetzt trinken am besten mal? Kamillentee. Wäre eine Überlegung. Wieso war das jetzt irgendwie zu erwarten im Nachhinein, wenn man das sieht? Macht das Sinn, dass das oben mitten auf dem großen Platz vor der Küche ist? Sorry, dort drüben. Das ist doch Sergei. Oder? Ja. The culprit's inside the church. Okay. Das ist furchtbar, sie wurde vergiftet. Wieso? Ich hatte nur eine kleine Beschwerde. Das ist doch bestimmt der Pater gewesen, oder? Ich wette, das war der Pater. Wir haben ja hier keinen Gärtner oder Butler, der es gewesen sein könnte. Es kann nur der Dings gewesen sein. Der Pater. Das war der Mann von der Kirche. The killer? Why did he go into the church? Der Mörder? Was hat er in der Kirche zu suchen? Das ist eine gute Frage, sorry. Sich vielleicht verstecken, vielleicht Kirchenangehöriger zu sein, meiner Meinung nach. Schauen wir mal. Das ist definitiv, meine ich, ein Hellion. Wobei es ja auch irgendwie interessant wäre, wenn es mal kein Hellion wäre. Sag ich doch, Kirchenangehöriger. Aber ich will mich jetzt hier erstmal zum Speicherpunkt schleichen.
Weil ich habe jetzt dann doch nicht gespeichert und ich will jetzt nicht den ganzen Weg also mal rennen müssen. Sollte es doch hier irgendwie schief gehen. Are they dead? This is not death, but salvation, good Seraph. I have purified the evil. He heard my voice? Why so surprised? You were the one who showed me the way in my dreams, time and time again. That the world's salvation was my sworn duty. You call this salvation? This is massacre! The blame rests on them. They could not admit their own weakness. Instead, they would blame their own country, the knights, even the church for their own blasted misfortune. Such disgusting vermin. What would you call their illness, if not malevolence? Are you serious? Quite, I assure you. This world is so hopelessly smitten with malevolence. If I do not dispose of the evil ones, there can be no future. It may seem cruel, I know, but it must be done. That is my sworn duty. Lila, is he? No, he's not a Hellion. Father Amathor, you are under arrest for mass murder. You assume I can be bound with the laws of man? How foolish. But then again, who could blame you? I am all too aware that your brother was killed by Cardinal Fortin in an attempt to fight her. He must have been but a weakling who could do nothing but blame his misfortunes on the Church. And oh, you poor soul, who's been working so hard to atone for his sins, your heart is truly worthy of salvation. How dare you! Enough, Sergei. What he says isn't far from the truth. Of course it isn't. Please, confide in me what troubles you. After all, it is my duty to save lost lambs like yourself. Sergei, Seraphim, I beg of you, please, don't abandon us humans. Okay. Das heißt jetzt, was hat er sich jetzt hier geopfert oder was? Gucken wir mal den grünen Iristein ein. Eine unerbittliche Reihe an tragischen Ereignissen stürzt über den General herein. In seiner Familie kommt einer nach dem anderen auf grausame Weise um. Es ist beinahe wie ein Fluch.
What just happened? It was like people in his family just died. Looks like it. Pretty much all of them, one after another. It couldn't have been coincidence. Were they murdered? Vielleicht wurden sie ermordet. Ja, die eine schien von der Kutsche überfahren worden zu sein. Das war schon sehr merkwürdig. So. Kannst du fassen, dass ein Mensch dazu in der Lage ist? Ich bin soeben so schockiert wie du. Das ist wie im Albtraum. Letzten Endes bezweifle ich, ob er überhaupt so etwas wie Menschlichkeit in sich trägt. Das ist eine gute Frage. Nee, hier gibt's nichts. Jo. Ich mache mich wieder aus der Schreinkirche auf und davon. Verabschiede mich dann in die nächste Folge. Da werde ich dann wahrscheinlich schon zur Westungsschlucht sein. Weil ich will euch jetzt nicht da mit dem ganzen Weg belasten. Muss ja auch nicht sein. Ihr wollt ja mehr was sehen und so weiter und so fort wirkt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr Kämpfe sehen wollt. Und ansonsten über einen Daumen, Abo und auch Kommentare allgemein mit Tipps, Tricks und so weiter und so fort. Würden wir, oder auch in dem Fall mehr ich, mich freuen. I think I understand where I got that weird feeling from. I couldn't sense any murderous intent behind this incident. Didn't that priest refer to killing as purifying? Guess he's dedicated to his cause. He really believes he's saving the world. And that's exactly why he had neither built up malevolence nor became a Hellion. That's more disturbing than anything. How could his sense of righteousness become so distorted? Didn't he say that a seraph showed him the way in his dreams? That's probably what caused this. Something so formless. Something formless? Like an illusion? Maybe Misty is behind all this. Even if Simone did have a hand in it, that's not enough to make him atone for what he's done. No matter what the reason, killing is a sin. For him to be able to kill without even realizing that means... he's just like a monster. Weak ones, crazy ones, strong ones. There's all kinds of types out there. Yes, but there are people like Sergei as well. Yeah, I know. So, jetzt aber. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.